Picking Nord. Ich pick heute für euch folgendes Titanium-Schloss. Das ist ein 9050, beziehungsweise ich kenne das als 90 RK50. Das RK steht in dem Fall für Rekeyable. Das heißt, man kann den Kern rausnehmen, wie man hier schon sieht. Ne? Achtförmig, hier hinten ist wieder eine Schraube drin. Muss man allerdings erstmal aufkriegen für. Schlüssel sieht nicht allzu heftig aus. Ne? Ist relativ gerade, von vorne tief nach hinten hoch. Ziemlich gnädig soweit. Gut, wir benutzen die Flat Wrench von Sparrows in 1 mm und den Hook Nummer 1 von Multipick. Ich fühle erstmal hinten rein, alles fest. Der erste ist gebunden. So. Da war ein Klick. Fühle wieder hinten rein, ist immer noch alles frei. Kann also davon ausgehen, dass der vorne eine Rille hat, der erste, und noch tiefer gesetzt werden muss. So, jetzt sehe ich nichts. Kamera rum. So, aber jetzt ist er ein bisschen tiefer. Fühle nochmal hinten rein. Hänge an 5 fest. Man muss den nur ein bisschen antippen. Jetzt habe ich den Kern auf Kipp, ganz leicht zumindest. Und muss nur anfangen zu fühlen, wo bekomme ich Gegendrehung. Da sitzt dann eine Spule. Wenn ich die setze, komme ich weiter, eine nach der anderen. Fühlt sich an wie 4. Habe ich gesetzt. 2 war kurz fest, hat sich aber gleich wieder freidrücken lassen. So, 3. Gegendrehung. Auch gesetzt. Hänge ich an 4 nochmal. Gut, sitzt nun. 2 war wieder ein bisschen fest, hat sich aber auch wieder schnell freidrücken lassen. 5 ist wieder gebunden. Gibt aber keine Gegendrehung. Wir nehmen 2 stattdessen. 2 sitzt nur fest. Okay, da ist auf jeden Fall was zurückgesprungen. 3. Und 5 wieder. Nee. 3 gibt Gegendrehung. Gut. 5 sitzt immer fester, aber Gegendrehung kriege ich jetzt erst nochmal von 4. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Druck. Gegendrehung bei 2. Gut, sitzt auch. 5 scheint immer noch nicht dran zu sein. 3 jetzt wieder. Wunderbar, ist offen. Sehr gut. Gut, okay. Also, wir können wieder eine Kreuzschraube lösen. Wo ist der Schraubendreher? Da. So, da ist der Kern. Wir haben hier einen gefederten Stift, der den Kern festhält, am Rausfallen hindert. Also aufpassen, dass der auf keinen Fall hier unten in den Bohrungen landet. Sonst haben wir verloren. Mal gucken, was ich da gleich für einen Follower brauche. Ich drehe das Ding erst nochmal zu. Und nochmal den Schlitzschraubendreher, um den Clip abzubekommen. Gut. So, dann schauen wir mal. 13 mm würde passen. Prima. Schlüssel rein. Stückchen drehen. Pin runterdrücken. Ein bisschen vorziehen. Wo ist mein Reload-Kit? Da ist ein Follower drin, der ausgespart ist für die Nase hier. Sonst habe ich hier eine Lücke zwischen. Wenn ich gleich drücke, da fallen mir gleich alle Pins rein.
Den hier gibt es von Sparrows zum Reload Kit oder einzeln für, ich glaube, kaum mehr als $1 verlangen die dafür. So, worum müsste das gehen? Wunderbar. Kehren einmal weg. 1, 2, 3, 4. Oh, wir haben 6 Pins. Ha! Ein 6-Pinner. Wieder völlig falsch gelegen. Na, okay. Irgendwann kriege ich das schon noch raus. So. Mal den Maßstab weg. Gut. In 1 haben wir ein Standard Messingstift. In 2 auch ein Standard Messingstift. In 3 Standard Messing. In 4 Standard Messing. 5 ebenfalls und 6 auch. So. Dann einmal sortieren. Ich muss mir angewöhnen, erstmal die Pins zu zählen, bevor ich anfange zu picken. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass das ein 5-Pinner ist. Gut, wir gucken, was wir unten drin haben. An 1. Oh, starke Feder. Einen Standardstift mit einer Kerbe. Soll uns vorgaukeln, dass wir den Stift schon richtig gesetzt haben, aber es bindet danach kein anderer mehr. Dadurch wissen wir, dass der erste noch nicht richtig ist. In 2 eine Spule. In 3 auch eine Spule. Ja, mir wird gezeigt, ich wandere aus dem Bild. 4 eine Spule. 5 ebenfalls eine Spule. Und 6 auch eine Spule. Gut. Federn sind aus Stahl, denke ich. Ja, das ist das Problem, wenn man seitlich an der Kamera vorbeiguckt. Dann sieht man nicht mehr, wenn man aus dem Bild wandert. Beziehungsweise man wandert erstmal aus dem Bild. So. Die restlichen Federn an, aber die werden alle gleich sein. Genau, alles aus Stahl. Gut, dann noch einmal näher ran. Nichts besonders Spektakuläres eigentlich. Bis auf den ersten mit dem Riffel, der falsches Feedback gibt. Leicht falsches Feedback, danach nur noch auf Gegendrehung, auf Counter Rotation achten. Dann ist das Ding eigentlich ein Selbstläufer. Gut, das war es für heute. Ich hoffe, es hat gefallen, hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.